Ich warne dich. Lass unsere Familie in Ruhe. Ah, du meinst Beatrice? Wenn du so willst. Ja. Marie, willst du meine Frau werden? Sag einfach ja. Ja, ich will. Er hat mich doch die ganze Zeit nur verarscht. Marc. Herr Schneider und seine Begleitung sind da. Ja, ich lasse bitten. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die kleine Verspätung. Darf ich Ihnen vorstellen? Frau Sylvia Jones. Was fällt dir ein, hier uneingeladen aufzutauchen? Du kannst dir doch denken, dass niemand Wert auf deine Anwesenheit legt. Ihr kennt euch? Ja, eine Vorstellung ist nicht nötig. Wieso muss diese Frau ausgerechnet heute hier auftauchen? Lars hat mich gebeten, dass ich ihn zu seinem neuen Chef begleite. Ich war davon ausgegangen, dass das zuvor abgesprochen war. Doch nicht, dass es sich bei der Begleitung um dich handelt. Wenn es durch mich zu Unstimmigkeiten gekommen sein sollte, dann tut mir das leid. Was ist hier los? Ich glaube, Lukas hätte nicht mal mit der Wimper gezuckt. Nicht bei dieser Geschichte im Krankenhaus oder sogar auf dem Friedhof gelandet wäre. Ja, wahrscheinlich. Mittlerweile traue ich ihm echt alles zu. Stimmt irgendwas nicht? Nein, mir ist ja nur gerade noch was eingefallen. Ich muss dringend weg und kannst du den beiden vielleicht die Getränke bringen? Ja, klar. Wie viel bekommst du von mir? 9,40 Euro. Stimmt. Danke. Tschüss. Ciao. Hallo, Robin hat mich gebeten, euch die Getränke zu bringen. Wieso? Wo ist er denn? Der musste irgendwie weg. Ganz plötzlich schien was Dringendes zu sein. Oh, Mist. Ich habe Robin vergessen. Natürlich ist der Zeitpunkt unheimlich dumm. Es tut mir wirklich so leid, Marie, aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Ne? Also, alles Gute, Gibt's ciao. Ärger? Charlies Koch hat gekündigt. Er sucht sich einen ruhigeren Job. Anscheinend waren ihm 2 Geiselnahmen zu viel. Sie findet sicher einen neuen. Ja, aber nicht bis zu unserer Hochzeit. Falls du es vergessen hast, die Frau, die hier neben dir sitzt, willst du demnächst heiraten. Und warum sollte mich Charlies Küchenpersonal davon abhalten? Weil wir ein paar Gäste haben, die vielleicht auch irgendwann Hunger haben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das alles hier hinkriegen soll. Wollte Silvia dir nicht helfen? Ja, aber guck mal, wie viel das noch ist. Was sage ich denn jetzt der Floristin? Die wollte doch die Blumen auf das Buffet abstimmen. Wenn ich dir irgendwas abnehmen kann. Ja, ich glaube schon. Was denn? Mein Termin. Tschüss. Bis später. Tschüss. Charlie? Grüß dich, ich bin's. Du, es geht noch mal um unser Buffet. Last year we 2 weeks in Cornwall. Kommt da jetzt Spend oder Have Spent rein? Spend, weil es eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit ist. Aber es steht auch in Alexas Heft. Die Aselmeier denkt sich noch nicht einmal mehr neue Aufgaben aus. Wieso sagst du das nicht gleich? Ich dachte schon, wir kommen heute überhaupt nicht mehr zum Surfen. Was kommt denn beim Satz 3 rein? Present perfect. I haven't seen them for ages. So häufig sind wir nun auch wieder nicht weg. Könnte öfter sein. Was gibt's? Wir müssen uns auf unsere Hausaufgaben konzentrieren. Natürlich. Wir wollten auch nur vermelden, dass wir unterwegs ins Kino sind. Ist nicht zu viel Popcorn. Oh, hast du gehört? Siehst du. Oh, das musst du gerade sagen. Wer bestellt denn immer die Familienpackung? Ich sage nichts mehr, außer in Gegenwart meines Anwalts. Also macht's gut, ihr Tschüss. beiden. Tschüss. Ach, übrigens,
Auch ihr könntet einen guten Anwalt brauchen. Geistiger Diebstahl. Kein einfaches Delikt. Tschüss. 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 Hallo. Hallo. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Hey, schon wieder da? Sie wollte bestimmt heim nach dem ganzen Stress, oder? Nee, die ist noch geblieben. Du hast sie allein gelassen? Ja, allein mit irgend so einem Mark. Der ist aufgetaucht und ich war abgemeldet. Sie hat dich links liegen lassen? Aber ihr habt euch doch so gut unterhalten. Ja, bis dieser Mark kam. Danach war ich nur noch Nut für sie. Super Umgangsformen. Deswegen bin ich auch abgehauen. Erst Pausen klauen, dann 5. Rad am Wagen. Das muss ich mir nicht geben, oder? Ach, sag mal auch noch Schlange. Ja, super. Das war wirklich krass mit dieser Entführungsgeschichte. Ja, das kommt mir auch noch ganz unglücklich. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass er dein Ex-Mann ist? Wieso sollte ich? Ich bitte dich, ich bringe dich nichtsahnend mit. Das hätten wir uns sparen können. Ich hatte doch keine Ahnung, dass Martin dein Chef ist, bis wir hier vorgefahren sind. Naja, und dann war es halt schon zu spät. So eine Frechheit. Wir feiern deine Rückkehr und dann taucht ausgerechnet sie hier auf. Ich hoffe, du glaubst mir, dass ich davon nichts gewusst habe. Natürlich. Deine Überraschung war nicht zu übersehen. Da schwärmt mir Herr Schneider die ganze Zeit von seiner neuen Flamme vor und dann ist es ausgerechnet Silvia. Das ist doch unglaublich. Martin, also so ein Drama ist es jetzt auch wieder nicht. Na ja, gut, ein bisschen peinlich vielleicht. Aber damit kann man doch umgehen. Du hast recht. Ich werf sie ganz einfach raus. Nein, genau das wirst du nicht tun. Komm, beruhig dich. Schlimm wär's gewesen, wenn du ihm Beatrice als deine Freundin vorgestellt hättest. Du hast Sinn für Humor, das muss ich dir lassen. Martin und ich sind schon lange geschieden. Insofern ist doch nichts dabei. Er sieht das, glaube ich, etwas anders. Wir beide kennen Silvia. Sie wird dich provozieren. Dazu gehören immer noch zwei. Sie weiß, dass du eine Entziehungskur gemacht hast. Wenn sie mich damit bloßstellen will, dann schneidet sie sich ins eigene Fleisch. Trotzdem, das Verhältnis zwischen dir, Silvia und mir ist sehr belastet. Martin, es war belastet. Guck doch mal, sie ist hier mit ihrem Freund. Das heißt doch, dass sie von dir nichts mehr will. Ja, wenn man es so betrachtet. Na, wie denn sonst? Komm, unsere Gäste warten. Hi, Isabel. Hi. Oh, das sieht nach Überstunden aus. Wird sie gleich ein Baguette haben wie immer? Nein, diesmal wird der Auftrag wohl ein bisschen größer. Frau Nowak, nehme ich an? Richtig, und Sie sind Herr von Anstetten? Genau. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Möchten Sie zum Abendessen? Ich denke, nein. Lieber nur was trinken. Was bekommen Sie denn? Ein Wasser, bitte. Für mich auch, bitte. Gerne. Danke. Tja, zunächst vielen Dank, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Ja, das ist mein Job. Aber sagen Sie, darf ich fragen, wie Sie auf mich gekommen sind? Frau Schneider hat Sie empfohlen. Ach so, ja, das freut mich. Ich bin mal für Sie in Ihrer Münchner Filiale eingesprungen. Und ganz offensichtlich mit Erfolg. Ja, wie ich bereits am Telefon erwähnte, es geht um eine Hochzeitsgesellschaft. Kriegen Sie das so kurzfristig noch hin? Wenn ich jetzt alle Details erfahre, dann kann ich sofort loslegen. Prima. Ich schieße Ihnen auch gerne einen Teil der Kosten vor. Vorkasse ist nicht nötig. Ich arbeite auf Rechnung. Wunderbar. Dann kümmern wir uns um die Einzelheiten, würde ich sagen. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Isabel, bitte, du bist meine letzte Hoffnung. Weißt du, ein Buffet in der Größe, ich würde dir sehr gerne helfen, aber du schaffst das, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich müsste schon 3 Aushilfen einstellen. Weißt du, das Buffet ist für unsere Küche eigentlich nicht das Problem. Dann machst du's. Mann, ist doch eure Hochzeit, da kann ich doch nicht Nein sagen. Gut. Dann besprechen wir morgen die Zusammenstellung des Buffets. Kriegen Sie das so kurzfristig noch hin? Also wenn wir vormittags alles festklopfen, dann gibt es kein Problem. Na wunderbar. Jetzt schreibe ich Ihnen mal die Adresse meiner Verlobten auf, denn dort in der Firma können wir uns dann morgen treffen. So, Danke. Dann habe ich bis dahin die ersten Vorschläge fertig. wunderbar. Vielen Dank, dann bis morgen. Herr von Anstetten? Frau Nowak. Tschüss. Tschüss.
Mann, Spaßbremse. Das bringt doch nichts, wenn du die ganze Zeit nur an sie denkst. Vergiss sie einfach. Von wem redest du? Ja, hört sich doch schon viel besser an. Vielleicht solltest du sie doch nicht vergessen. Ich meine, wenn sie wüsste, dass du sie magst, dann wäre sie vielleicht ganz anders zu dir. Dann lacht sie sich erst richtig über mich schlapp. Vergiss es. Also das denke ich auch. Hak sie ab. Nein. Ich lese noch was. Gute Nacht. Ja. Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, was gibt's? Als Mark vorhin ins No Limits gekommen ist, da habe ich dich völlig vergessen. Das war ziemlich unhöflich von mir und es tut mir leid. Ja, es war bestimmt was Wichtiges. Ja, schon. Er hatte Neuigkeiten von seinem Bruder Lukas. Er war einer der beiden Geiselnehmer. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Jedenfalls würde ich das gerne wieder gut machen. Wir könnten morgen zusammen ausreiten, wenn du noch nichts Besseres vorhast. Nein, ganz im Gegenteil. Ich komme gern. Sehr gern. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, in die USA zu gehen? Als Jurist fand ich es sehr sinnvoll, mich auf US-Recht zu spezialisieren. Im internationalen Geschäft ist das sehr gefragt. Christiane, noch etwas Wein. Bin schon da. Felix, meinst du, wir können sie langsam mal verdrücken? Ja. Nun erzähl doch mal, also deine Geschäftsreise war erfolgreich, ja? Ja, sie hat ihren Zweck voll erfüllt. Es hat ganz den Anschein. Sie wirken so entspannt, als wären sie zur Kur gewesen. Abgesehen davon, dass ich meine Familie vermisst habe, war es in der Tat sehr erholsam. Man sieht nicht immer die gleichen Gesichter. Ja, das kann ich gut verstehen. Das wünsche ich mir auch oft. Und sonst? Sonst haben Sie nichts vermisst? Noch jemand etwas zu trinken? Danke, Nan. Ich fürchte, es wird Zeit für uns. Danke für die Einladung. Sie wollen schon aufbrechen? Ja, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Wo er recht hat. Ja, einen angenehmen Abend noch. Vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Auf Wiedersehen. Ich dachte schon, die verschwindet gar nicht mehr. Jetzt ist es ja überstanden. Mama, du warst echt cool. Obwohl Silvia total gestichelt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lars irgendetwas gewusst hat, sonst hätte er sie niemals mitgebracht. Es ist wirklich kein Problem. Ach, trotzdem ist es mir unangenehm. Mein Bruder ist sonst so rücksichtsvoll. Charlie, er hat nichts falsch gemacht. Ich lasse mich nicht mehr von Silvia provozieren. Also vergessen wir das einfach. Henning. Guten Morgen. Alles, was das Herz begehrt. Das sieht toll aus. Bleibt der Service nach der Hochzeit auch so gut? Bist du wahnsinnig? Danach bist natürlich du dran. Ach so, meinst du? Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Auch in der klassischen Rollenverteilung. Ach, das heißt, ich führe den Haushalt und bringe dir die Pantoffeln an den Fernseher? Ja, genau. Das heißt, im Label darfst du natürlich weiterarbeiten. Ach, du bist so süß zu mir. Sag mal, wo ist eigentlich die Zeitung? Ich suche die Kontaktanzeigen. Er sucht sie. Aber er hat sie doch schon gefunden. Und er wird dir auch weiterhin jeden Wunsch von den Augen ablesen. Das klingt schon viel besser. Und damit es nicht nur leere Worte sind, hat er sich auch schon um das Buffet gekümmert. Für die Hochzeit? Gleich kommt eine Dame vom Catering-Service, damit wir alles durchsprechen. Ich fürchte, die kommt umsonst. Isabel wird das Buffet ausrichten. Was? Seit wann das denn? Naja, ich bin gestern nach der Floristin zu ihr gefahren. Und sie hat zugesagt. Und jetzt? Tja, entweder du sagst deiner Catering-Frau ab oder wir laden doppelt so viele Leute ein wie geplant. Oh. Weinbach? Daniela? Ach nee, ja sofort, klar. Da ist ein Label. Und das Buffet? Darüber reden wir später. Ciao. Kannst du mir helfen? Super, Nicole. Danke. Ja klar, ich melde mich dann bei dem. Okay, ciao. Den kannst du doch bestimmt gut gebrauchen. Ich nehme an, du hast nicht besonders gut geschlafen letzte Nacht? Naja,
ging so. Es kamen natürlich die ganzen Bilder hoch von Guido und Lukas. Ja, klar, das dauert ja auch noch eine Weile, bis du das alles verarbeitet hast. Mir wär's lieber, ich könnte das ganz schnell vergessen. Hi. Hallo, morgen. Möchtest du auch einen Milchkaffee? Ja, aber lass bitte den Kaffee weg. Nimm Milch. Ja. Ist klar. Und? Störe ich? Nein, wieso fragst du? Ich dachte, diesmal frage ich besser vorher. Falls du auf Robin anspielst, ich war gestern noch bei ihm. Er war tatsächlich ein bisschen gekränkt. Ist er sensibel? Du hättest doch genauso reagiert. Auf jeden Fall ist jetzt alles wieder geklärt. Wir treffen uns heute zum Reiten. Zum Reiten? Das ist aber romantisch. Ich hätte ihn auch zum Kaffee einladen können. Es geht doch nur um die Geste. Ja klar, zumal man bei dieser Geste so schön ungestört ist und allein. Was redest denn du? Ja, er ist doch ein ganz toller Typ, oder? Marc, ich will nichts von Robin. Wir sind gute Bekannte, das ist alles. Ah ja, klar, logisch. Mir macht es Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Mehr steckt nicht dahinter. Ja, zumal du ja sonst auch nicht so auf kleine Jungs stehst. So, bitte sehr. Danke. Trink du mal lieber deine Milch und misch dich nicht ein, okay? Du hast recht, ich bin, was das angeht, still. Sicherlich hat Silvia sehr viel Charme, aber muss es ausgerechnet sie sein? Ist Silvia tabu für mich, nur weil sie die Ex meines Chefs ist? Das ist doch lächerlich. Damit hat es nichts zu tun, Lars, aber vielleicht gibt es da ein paar Schwächen, die... Ja, sprich dich nur aus. Ich halte sie für etwas zweifelhaft. Zweifelhaft? Also entweder du drückst dich etwas besser aus oder du lässt es lieber ganz. Es geht mich ja auch nichts an, aber sei auf der Hut. Hm? Das hört sich ja an, als wäre ich gerade 15, hätte eine Freundin, die raucht und die Pille nimmt. Naja, wenn es nur das wäre. Charlie, es reicht. Ich glaube, ich bin alt genug, um mir selbst ein Bild machen zu können. Ich will mich auch nicht mit dir streiten, Lars. Lassen wir das Thema. Hm? Hallo Martin. Bitte bleiben Sie sitzen. Einen Cappuccino? Später vielleicht, ja. Sie melden sich einfach, ja? Herr von Beinbach, tut mir leid, dass ich Ihnen gestern den Abend verdorben habe. Aber ich wusste wirklich nicht, dass Silvia Ihre Ex-Frau ist. Tja, es gibt geschiedene Leute, die ganz normal miteinander umgehen können. Aber bei uns ist es leider nicht der Fall. Ja, das hat man auch ganz deutlich gespürt. Wie gesagt, ich hatte wirklich keine Ahnung. Tja, ich kann nur hoffen, dass Sie mir das nicht nachtragen. Isabel, hier ist Marie. Du, wegen des Buffets. Ach, Nicole kann dir helfen. Ja, deswegen rufe ich an. Es gibt ein Problem. Guten Morgen, Herr von Anstalt. Hallo, Frau Nowak. Hallo. Hallo. Ist Ihre Verlobte schon da? Ich bin gespannt, was sie zu meinen Vorschlägen sagen wird. Frau Nowak, es ist mir wirklich sehr unangenehm, aber ich fürchte, Sie haben sich die Arbeit umsonst gemacht. Ich muss diesen Auftrag canceln. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch, leider. Ich hätte es ja auch schön gefunden, wenn du das Buffet gemacht hättest. Was soll ich machen? Henning hat kurz vor mir das Catering in Auftrag gegeben. Gratuliere zu Ihrer Spontanität. Nur leider habe ich gestern schon einige Stunden daran gearbeitet. Ja, Sie sind ja auch von einem festen Auftrag ausgegangen. Also, soweit ich mich erinnere, haben wir nicht von einer vagen Möglichkeit gesprochen. Den zusätzlichen Serviceleuten kann ich jetzt wieder absagen. Es tut mir wirklich sehr leid. Meine Verlobte und ich haben uns schlecht abgestimmt. Naja, hoffentlich klappt die Kommunikation in Ihrer Beziehung sonst ein bisschen besser. Ja. Ich weiß, es ist sehr ärgerlich. Sollten Sie irgendwelche Kosten bisher gehabt haben, dann stellen Sie mir die einfach in Rechnung. Dann werde ich mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Wann wollte deine Catering-Frau denn kommen? Die habe ich gerade wieder weggeschickt. Aber ich hätte gern noch was mit ihr besprochen. Wieso? Na, ich muss doch mit ihr das Menü absprechen. Ich denke, das macht Isabel. Aber der habe ich gerade abgesagt.
Du bist ein sehr guter Reiter. Und ein ziemlich schneller noch dazu. Von wegen. Bisher warst du immer als Erste im Ziel. Aber nur knapp. Das nächste Rennen gewinnst du. Ich werde mir Mühe geben. Reitest du schon lange? Ich habe mal in einem Reitstall gejobbt. Stall ausmisten. Aha. Und da bist du auf den Geschmack gekommen. Mhm. Auf Dauer hat es mich einfach total angeödet, immer nur die Stallgasse zu fegen. Und da habe ich Reitunterricht genommen. Du musst einen sehr guten Reitlehrer gehabt haben. Willst du nicht auch mal deinen Sattel putzen? Ach so, ja. Bitte fügen Sie in Paragraph 5 noch das Recht zur Nutzung in Online-Datenbanken ein. Laut Protokoll ist dieses Nutzungsrecht ausgeschlossen. Ach stimmt, da gibt es noch einen anderen Vertrag. Ja, dann lassen wir den Entwurf so. Gute Arbeit. Ich gebe Ihnen den Vertrag gleich morgen früh zur Unterschrift. Mhm. Hier, bitte. Na? Martin? Schön, dass wir uns so schnell wiedersehen. Störe ich? Wir gehen gerade ein paar Verträge durch. Oh, Moment. Schneider? Gut, dass Sie anrufen. Es geht um die Filmrechte. Hattet ihr noch einen angenehmen Abend? Nachdem du weg warst, ja. Oh je, habe ich euch die Stimmung verdorben? Das war doch auch Sinn und Zweck der Übung, oder? Wie kannst du mir sowas unterstellen? Ich bin mit meinem Freund zu einer Abendeinladung gewesen. Kann ich ahnen, dass sie bei euch endet? Ich weiß. War eine totale Überraschung für dich. Und es ist auch ein Zufall, dass du dir ausgerechnet Lars Schneider geangelt hast. Wenn ich nicht wüsste, dass es nicht sein kann, würde ich denken, du bist eifersüchtig. Das ist doch lächerlich. Dann ist ja gut. Wie ist die Absprache mit dem Drehbuchautor? Ein Espresso. Ich bin so froh, dass Sie eingeparkt waren. Sonst hätte ich Sie gar nicht mehr erwischt. Das Buffet wollen Sie jetzt also doch von mir. Ja. Ja. Es war ein Missverständnis zwischen meiner Verlobten und mir. Sie haben ja gemerkt, dass wir Kommunikationsschwierigkeiten haben. Anhalten, wie mir scheint. Und diesmal sind Sie sich beide ganz sicher. Absolut sicher. Es sei denn, Sie haben schon alles abgeblasen. Nein, ich war nur gerade noch damit beschäftigt, meinen Ärger abzureagieren. Gut. Dann hol... Oh, da ist sie schon. Darf ich vorstellen, meine Verlobte Marie Beinbach, Hanna Nowak. Marie, das glaube ich nicht. Kann mich mal jemand aufklären? Darf ich vorstellen? Meine Tante Hanna. Ist ein ganz lieber, hm?